Bonjour à tous! Heute ist Heilige Drei Könige hier in Frankreich und wir haben eine Tradition, die stammt noch von den römischen, also von der römischen Zeit, als man die Wintersonnenwende gefeiert hat. Da hat man immer so eine Torte gemacht, eine ganz gelbe und runde Torte, wie die Sonne. Und die Tradition haben wir beibehalten, also weiter gefeiert. Für die drei Könige, als Jesus den drei Königen präsentiert wurde. Und diese Torte hat etwas ganz Besonderes, denn da ist eine Überraschung drin. Ich zeige euch, wie das geht. Also für unser Rezept brauchen wir 2 Blätterteig, also ungefähr 250 Gramm jeder. Dann es gibt eine Schicht unten und noch dann ein Deckel drauf. Dann brauchen wir 75 Gramm Butter bei Raumtemperatur, dass es einfach ist zu bearbeiten. Wir brauchen 100 Gramm Zucker, 140 Gramm Pudermandeln oder geraspelte Mandeln, also als Puder. Dann brauchen wir noch 2 Eier und noch ein Eigelb zum Ende, zum Draufstreichen. Und ja, ich hatte was über eine Überraschung erzählt und das ist, was wir Fève nennen, also eine Bohne. Eigentlich war es eine echte Bohne damals, denn das war ein Symbol der Fruchtbarkeit. Es war auch man hat immer gesagt, derjenige, der die Bohne findet, der bezahlt das Restaurant. Also wurde es mit der Zeit keine Bohne mehr, denn die Leute haben es runtergeschluckt. Dann wurde es Bohnen aus Keramik, damit die Leute es nicht mehr runterschlucken. Und wenn möglich als kleiner Christ, also Jesus. Heutzutage gibt es zig Sorten, also weil es zumeistens für die Kinder ist. Und wir haben da eine ganze Sammlung von Bohnen. Wir haben so ein kleiner Schwein oder was ist das, ein Elefant. Es gibt auch Autos. Ich zeige euch mal, was ich da alles habe. Wir fangen gleich an mit der Mandelcreme, denn zwischen den 2 Blätterteige kommt Mandelcreme rein. Und natürlich die Bohne. Für die Mandelcreme ist es ganz einfach, denn wir nehmen da alle Ingredienten und vermischen sie ganz einfach. Zucker, die Mandelpuder, das können wir gleich ein bisschen vermischen. So. Dann kommt die Butter. Schneide ich so in Stückchen. So. Voilà. Dann die 2 Eier. Und gut vermischen. Es muss eine Creme geben, also weiterarbeiten. Aber in der Zwischenzeit dürft ihr schon den Ofen auf 200 Grad anmachen. Hop. 200 degrés et je continue. Klar, wenn ihr so ein Küchengerät habt, dürft ihr es natürlich benutzen.
Also unsere Mandelcreme sieht super aus. Dann kommt der nächste Schritt. Das ist das Blätterteig. Wir nehmen da erstmal einen davon. Da brauchen wir ein bisschen Mehl, denn wir werden es ausrollen. Voilà. Noch ein bisschen Mehl drauf. So. Es klebt ein bisschen. Also dieser Teig ist jetzt quadratisch, denn es kommt von meinem Bäcker, aber wenn ihr es im Supermarkt kauft, ist es normalerweise schon rund. Das macht aber nichts. Wir finden schon eine Lösung. So, mal schauen von der Größe. Ja, das passt. Das kommt dann hier in unserer Form. So. Wir nehmen da eine Gabel und stechen zuerst kleine Löcher drin. So, noch einen. Wir lassen es schon mal so. Und hier kommt jetzt unsere Mandelcreme rein. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon! So. Einfach verteilen. Vorsichtig sein, dass das Teig nicht kaputt geht. Da ist schon ein Loch drin. Ah. Und repariert. Voilà. Und jetzt kommt die Überraschung. Wir wählen da eine Bohne aus. Ich glaube, ich nehme dieser kleine Schwein hier. Der ist super niedlich. Ich glaube, es fehlt ihm ein Ohr, aber das macht gar nichts. Und wir machen es irgendwo hin, wenn möglich nicht in der Mitte, denn in der Mitte, da schneidet man jedes Mal drauf. Ich sag mal hier. Wir kümmern uns jetzt um das zweite Teig. Das, was dann drauf kommt. Mach schon ein bisschen Platz. So. Sollte groß genug sein. Schauen wir mal. Gute Nacht, kleiner Schwein. So.
ein bisschen drauf drücken. Dann nehmen wir unser, ich weiß nicht, wie das heißt, Rollen, Le Rouleau. Und wir machen einfach so, um es zu schneiden und auch damit es dicht zusammenklebt. So. Den Teig können wir dann später wieder benutzen für was anderes, ein anderes Rezept. Da drücken wir jetzt noch ein bisschen drauf. Das sollte gehen. Dann brauchen wir, wo ist mein Messer? Kein Messer mehr. Ein Messer und da zeichnen wir eigentlich, was wir wollen. Eine Blume oder ein bisschen einfacher streichen. Ich mache das so, von innen bis außen. Ganz klassisch. Et voilà. Und dann kommt noch unser Eigelb. Also, ich brauche dann noch ein Ding. So. Dann nehmen wir einen Pinsel und streichen unsere Galette des Rois mit dem Eigelb. Da sieht man schon, wie die Sonne aussieht. Das gibt Lust auf den Frühling, ganz ehrlich. Also die Galette des Rois ist auch sehr wichtig für uns, denn naja, nach Weihnachten dauert es noch ein bisschen bis Frühling und das ist es hilft uns zu warten. Jeder freut sich über die Galette des Rois, das isst man ganz ehrlich den ganzen Januar lang. Man fängt an mit den drei Königen, heilige drei Königen, aber dann isst man kauft jede Woche wenigstens eine oder zwei Galette oder macht es selber und isst es bis Ende Januar. Und jetzt ab in den Ofen, ungefähr 20 bis 30 Minuten. Man muss es ein bisschen immer schauen, jede 5 Minuten, ob es nicht zu braun wird. Aber zwischen 20 und 30 Minuten auf jeden Fall. C'est parti. Wow. Natürlich ist es noch ein bisschen zu warm, aber man soll es trotzdem ein bisschen warm, nicht zu kalt essen. Wir warten also 20 Minuten und dann gibt es noch eine Tradition bei uns. Also wenn ein Kind in der Familie ist, der muss sich unterm Tisch setzen. Die Mama oder der Papa, der bleibt auf dem Tisch mit der Torte, schneidet jedes Mal ein Teil und fragt, für wen ist das? Und das Kind muss sagen, für die Mama, für den Papa oder die Oma. Dann hat jeder ein bisschen, also es ist Zufall. Und derjenige, der die Bohne findet, muss zuerst sehr aufmerksam sein, denn die Zahnärzte lieben Galette des Rois. Da bekommt man also keine Krone.
wenn möglich keine Krone in den Zähnen, aber eine Krone auf dem Kopf. Da ist man also entweder der König oder die Königin. Wir werden mal schauen, wie es bei uns aussieht. Hat es euch gefallen? Dann bis nächstes Mal. Tschüss!